Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spundelanlage. Heute habe ich Bock auf Block. Wenn ihr auch Bock auf Block habt, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen. Heute starte ich mit dem Postengebäude aus dem Spur 0 Magazin. Dazu habe ich mir jetzt hier schon mal die ganzen Teile rausgetrennt und die Kanten mit einem Schleifpapier abgeschliffen. Und jetzt fange ich an, das zusammenzusetzen. Nur, dass es bei mir kein Postengebäude wird, sondern eine Blockstelle. Und jetzt fange ich an, die zusammenzusetzen. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal Mod Podge oder Weißleim oder was auch immer man halt da hat. Und mache mal die Kanten schön. So. Gut, und dann stehen schon die ersten zwei Hauswände. Und dann lasse ich es mal antrocknen. So, die Innenwände sind jetzt soweit getrocknet. Jetzt mache ich als nächstes hier den Boden rein. So, ich mache jetzt Sekundenkleber. Und dann wieder Leim. Klebe ich das drauf. So, und so schaut es dann aus von oben erstmal. Jetzt lasse ich das mal, jetzt fixiere ich das ein bisschen und lasse das erstmal wieder trocknen. Das Häusl ist jetzt soweit getrocknet alles. Dann habe ich nochmal eine zweite Schicht Primer drauf. Und jetzt habe ich mir hier eine Farbe gemischt aus Khaki, Grau und Weiß. Und die werde ich jetzt mit der Airbrush-Pistole auftragen. Dann mache ich jetzt als nächstes hier diese Zierstreifen hin. Habe ich schon mal einen zurechtgeschnitten. Die kommen hier so ein bisschen unter die Kante. Und dafür nehme ich mir jetzt einen Sekundenkleber. Und dann klebe ich das schön hin. So, und dann schaut das so aus. Das mache ich jetzt einmal rundherum. So, die Zierleisten sind jetzt getrocknet. Jetzt habe ich hier drinnen schon ein bisschen Inneneinrichtung gemacht. Ein kleines Waschbecken mit einem Wasserhahn und einem Abflussrohr. Und hier in dem kleinen Räumchen habe ich eine Toilette rein mit Spülkasten. Da kommt jetzt hier dann noch eine Tür rein mit einem WC-Schild, einem kleinen. Und genau, jetzt werde ich als nächstes mal die Fenster hinkleben und dann geht es ans Altern. Jetzt habe ich hier schon meine Fensterscheiben vorbereitet und die klebe ich jetzt mal hin. Ich fange mal hier hinten an, wo ich so stiefmütterlich meine Türen gemalt habe. Aber die Rückseite sieht man dann sowieso nicht mehr. Ja, genau. Das mache ich jetzt einmal rundherum und zeige ich euch, wie es ausschaut. Jetzt sind die Fenster überall drin und jetzt beginne ich mit der Alterung. Alle, die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen, dass Altern jetzt nicht so meine Mega-Passion ist. Ich mache es halt, weil es dazugehört. So schaut es jetzt aus. Mehr mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe jetzt hier innen schon, hier habe ich schon ein Loch gebohrt. Da kommt jetzt die Inneneinrichtung rein. Da habe ich hier schon einen kleinen Tisch vorbereitet mit lauter Gegenständen drauf. Eine Tasse Tee und
Eine Kanne Tee, besser gesagt. An dieser Stelle möchte ich mal ganz herzlich dem Thilo danken, der mir das zur Verfügung gestellt hat, weil er es nicht mehr gebraucht hat. Es ist bei mir in einigermaßen guten Händen. Ich habe hier allerdings die Lampe so ein bisschen kaputt gemacht, habe ich jetzt selber aus Sekundenkleber was zusammengeschustert. Jetzt muss ich als nächstes die Kabel durchführen und dann den Tisch hinkleben und den Widerstand hinlöten. Und dann kommt die Inneneinrichtung. So, die erste Lampe ist installiert. Das hat mich ein bisschen Nerven gekostet, weil der Kupferlackdraht nicht gut zu löten war. Und jetzt kommt hier noch so eine kleine Außenbeleuchtung hin. Dazu bohre ich jetzt erstmal ein Loch. So, was ein Gefriemel. Gut, ich habe gleich einen Klecks Sekundenkleber. So, dann löte ich das auch noch hin. Das Kabel ist jetzt angeschlossen, das heißt alles angelötet und es funktioniert auch. Jetzt mache ich als nächstes die Inneneinrichtung. Jetzt habe ich hier schon eine Tür reingemacht, dass man noch ein bisschen reinschauen kann. Und jetzt habe ich hier schon, das kommt mir schon entgegen. Und jetzt habe ich hier schon eine Figur vorbereitet. Das ist der bzw. der Blockstellenangestellte. Das ist der sogenannte Raphael und der arbeitet hier. Da habt ihr wahrscheinlich wahnsinnig viel gesehen. Er sitzt so leicht schräg, dass er so ein bisschen Blick hat nach draußen, in die Kurve dann rein quasi. Jetzt habe ich noch einen Ofen und eine Ölkanne. Das baue ich jetzt noch rein und dann zeige ich euch, wie es vorläufig mal ausschaut. So, jetzt habe ich den Ofen im Eck installiert. Die Figur sitzt. Ich habe noch ein Feuerlöscher hingestellt, aber mehr will ich jetzt gar nicht machen, weil ich dann noch eine Ding brauche, eine Hebelbank. Da muss ich erstmal noch schauen, ob ich was Passendes finde. Jetzt zeige ich euch mal, für welchen Standort ich das vorgesehen hatte und jetzt mittlerweile aber habe. Ursprünglich war die Blockstelle für hier vorgesehen. Das hier quasi kommt dann der Weg hoch und dann kommt man hier direkt vorbei. Und dann wäre hier das Signal gestanden. Jetzt ist mir da aber der Abstand zu kurz, weil hier kommt dann schon der Tunnel raus. Oder ja, vielleicht auch noch weiter vorne oder hinten, das weiß ich noch nicht genau. Und ja, ich habe dann auf Bildern auch gesehen, dass das Signal so zur Blockstelle steht. Also quasi, dass die Blockstelle hinterm Signal steht, oder zumindest war das auf den meisten so. Und dann hat es mich außerdem geärgert, dass ich hier so eine Inneneinrichtung reinmache und man dann bloß da Teile sieht. Dann habe ich mir überlegt, hierher und die Blockstelle hier hin, also andersrum natürlich, aber hier halt hin. Da ist aber der Platz zur Wand oder zum Hintergrund zu kurz oder zu wenig. Jetzt habe ich mich darauf verständigt, mit mir selbst quasi, dass ich das hier ein bisschen in den Berg reinmache. Mal schauen, dass ich das so platziert bekomme, dass ihr das auch seht. Und dass ich das Signal hierhin mache, quasi. Dann hat er eine schöne Sichtachse auf das Signal. Und dann macht es von den Abständen auch so ein bisschen Sinn und so. Und das habe ich mir jetzt überlegt. Jetzt werde ich hier halt quasi am Berg ein bisschen was rausschneiden und ein Mäuerchen machen. Und hier am Berg ein bisschen was rausschneiden. Da passt das nämlich auch gut hin. Dann sieht man den schön. Hier vorne kommt noch die Beschriftung hin und alles. Das mache ich jetzt dann gleich noch. Habe ich ganz vergessen, sehe ich gerade. Und dann das Dach drauf, wenn ich eine Hebelbank habe. Genau, und dann glaube ich, ist das eine runde Sache. Dann fange ich mit dem Dach an. Das mache ich genauso wie bei allen anderen Teilen. Zumindest verklebetechnisch. Ein bisschen Leim. Und dann das einfach reindrücken. Das ist aber relativ straff. Das heißt, das würde wahrscheinlich auch so halten. Gut. Und dann lasse ich das auch schön trocknen. Nachdem das Dach getrocknet ist, muss ich mir mal die Maße nehmen für die, wo ich dann quasi für die Flächen, wo ich die Dachpappe draufkleben kann. Dafür nehme ich mir jetzt mal ein Papier, lege das mal ordentlich an. Markiere dann mal die Stelle und dann suche ich mir hier oben ungefähr, ja gut, das sollte schon ziemlich genau sein, die Mitte
Und dann nehme ich mir einfach hier irgendein, was ich gerade da habe. Und dann habe ich eine Schablone. So, dann habe ich aus einer Pappe, die ich noch hatte, einfach hier die Dreiecke rausgeschnitten und jetzt klebe ich die auf. Dafür nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen Weißleim und streiche hier mal die Streben ein. Für die Dachpappe habe ich mir jetzt erstmal wieder hier ein 180er Schleifpapier genommen. Das ist ein wasserfestes. Und jetzt schneide ich hier mal die Streifen raus. Und dann brauche ich nur noch mein Dach und dann geht es schon los. Dann geht es weiter. Und zwar nehme ich mir jetzt hier die Streifen mit der Schleifpapierseite nach unten, lege die an, markiere mir die Stelle, wo die Kanten sind, also das Ende ist, und hier oben, wo die Schräge ist. Und dann schneide ich das einfach schön aus. Dann sollte das eigentlich passen. Gut, und dann klebe ich das wieder hin. Dazu nehme ich mir einen Sekundenkleber. Und drücke es an. Ich lasse unten auch ganz leicht überstehen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. So, und das mache ich jetzt einmal rundherum. So, nachdem ich mit dem Dach einmal rundherum alles verlegt hatte, habe ich hier an der Seite noch so Streifen angebracht und in der Mitte noch einen, so ein Quadrat hingemacht. Jetzt muss ich mir noch überlegen, ob ich da wieder mit Window Color so Teerlinien ziehe. Das weiß ich noch nicht. Jetzt lasse ich das hier erstmal trocknen und dann schauen wir weiter. Aber wahrscheinlich mache ich das schon. Nachdem das Dach jetzt soweit getrocknet ist, nehme ich mir hier das Window Color wieder und zeichne die Nähte quasi. So, und dann lasse ich es trocknen. Als nächstes kümmere ich mich dann um meine Beschilderung. Da habe ich mir hier mal ein Probeblatt gemacht mit Schriften und Größe und wie ich es haben möchte. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, also noch nicht endgültig, aber entweder die 2 hier oder die 4. Die finde ich am schönsten. Dann weiß ich noch nicht so recht, ob ich Groß- und Kleinschreibung mische oder nur groß schreibe. Das werde ich mal sehen. Aber jetzt habe ich mir auf jeden Fall mal ein Blatt vorbereitet, mit wie ich es endgültig haben will. Da habe ich auch schon ein bisschen gealtert drauf. Oben habe ich jetzt mal die schmalere Schrift und unten die dickere. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen austesten, wie ich das machen möchte. Ich blende euch da aber auf jeden Fall jetzt mal oben einen Link ein zu einem ganz netten Modellbahnkollegen, der das sehr ausführlich erklärt, wie man so Emaille-Schilder macht. Und das werde ich jetzt mal auf die gleiche Art und Weise versuchen. Zuerst markiere ich mir jetzt mal mit einem Bleistift dünn die Schildgröße, wie ich das mir vorstelle, von der Aufteilung her. So, und wenn ich dann das markiert habe, schaut das ungefähr so aus. Jetzt werde ich das mal ausschneiden und mal ausprobieren. So, nachdem ich das ausgeschnitten habe, eine kleine Auswahl hier, habe ich hier ein Stück dünnes Plastik von so ein Rest von meinen Bäumen. Jetzt nehme ich mir hier Mod Podge, streiche das mal großzügig ein.
Und dann klebe ich die drauf. Die Schultern. So, und wenn ich alles draufgeklebt habe, dann lasse ich das erstmal schön trocknen. Nachdem es getrocknet ist, schaut es so aus. Jetzt schneide ich es wieder aus mit einem Lineal und einem scharfen Messer. So, und so schaut es dann aus. Nachdem ich die Schilder ausgeschnitten hatte, bin ich nochmal mit einem schwarzen Edding außenrum gegangen. Und jetzt mische ich mir aus 2 Komponentenkleber eine Mischung und dann wird das aufgetragen oben. Jetzt habe ich hier schon mal 2, 3 Probeschilder gemacht. Also wahrscheinlich wäre es besser gewesen, eine weiße Folie zu nehmen oder ein weißes Kunststoff-Hintergrundgerät, weil das so ein bisschen durchscheinen könnte. Aber jetzt schaue ich mal, was rumkommt einfach. Jetzt mache ich mal alle und dann schaue ich mal. Vielleicht muss ich dann noch mal mit Weiß drüber gehen irgendwie. Nachdem der Kleber getrocknet ist, schauen meine Schilder so aus. Ich finde es eigentlich, dass sie ziemlich geil geworden sind. So gefällt mir das. Aber jetzt werde ich es ja ans Häusl hinmachen. So, ich habe mich für das breite oder das hohe Blockstellenschild entschieden. Das mache ich jetzt hier hin. Ich mache es nicht mittig, aber hoffentlich gerade. Da werde ich dann noch mal ein bisschen drumherum, vielleicht ein bisschen altern. Mal schauen. Das ist gerade, ja, einigermaßen. So, gut. Dann die 2 Blockstellenschildchen noch rechts und links hin. Gut, so schaut es aus. Ganz ursprünglich hatte ich eigentlich geplant, dass ich das als Lost Place gestalte, aber dann hätte ich es nicht innen beleuchten können und das Segment ist eh schon so dunkel, dass ich mir entschieden habe, dass ich woanders irgendwas noch mache. Genau, so schaut es jetzt aus. Rein damit. Jetzt taste ich mich mal langsam an die Stelle ran, wo ich hin möchte. Ich werde mal hier so ansetzen, da platziere ich mir jetzt mal einen Nagel hier ins Eck. Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, ich habe das nämlich mit richtigem Gips gemacht. Da habe ich wieder schön zu Ende gedacht. Gut. Ja, da habe ich ja genau die richtige Stelle rausgesucht, würde ich sagen. Ich habe gedacht, ich schneide es einfach bloß weg. Jetzt habe ich das Ganze ein bisschen ausgeglichen mit so einer Bergswerk-Spachtel. Und jetzt gebe ich dem Ganzen so ein bisschen ein Grundbraun. So. Dann lasse ich das kurz trocknen. Und dann kommt Erde mit Leim-Wasser-Mischung. Danach kommen 3 Schichten Gras. So, und wenn ich fertig bin mit dem Ganzen, schaut es so aus. Jetzt habe ich das ein bisschen angeglichen. Jetzt werde ich als nächstes das Häuschen einsetzen und mal den Strom schon anschließen. Die Blockstelle habe ich jetzt schon an die vorgesehene Stelle gesetzt, habe das drumherum so ein bisschen angepasst. Hier werden noch so 1, 2 Lärchen hinkommen. Ich habe das Dach gealtert. Das ist jetzt noch nicht festgemacht, also das ist noch abnehmbar. Hier hockt da Raphael drin und trinkt sein Teechen. Und hier habe ich links die Treppe hingemacht. Die habe ich allerdings hinten ein bisschen schmäler machen müssen, weil die sonst nicht hingepasst hätte. Sonst wäre das Ganze zu tief gewesen. Jetzt werde ich im nächsten Schritt hier einen Feldweg machen mit einem kleinen Bahnübergang. Und hier, der führt halt dann quasi einmal quer durch die Anlage durch. Und da mündet dann auch der Wanderweg rein. Hier geht es dann weiter im nächsten Teil mit
der Mauerabstufung quasi, so abgestuft nach oben. Und hier wird dann irgendwo das Tunnelportal hinkommen. Hier werde ich wahrscheinlich so eine schräge Mauer hinmachen mit einem Hang hier noch irgendwie dann hoch. Das muss ich aber noch sehen. Aber fürs Erste soll es jetzt mal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.